Immer mehr Stimmen fragen in den vergangenen Monaten, wird der Microsoft Flight Simulator bald auch auf PlayStation landen? Eine spannende Frage und eine, die viele Emotionen auslöst. Genau deshalb ist es mir wichtig, in diesem Video keine virtuellen Schubladen zu bedienen. Hier geht's nicht um Xbox gegen PlayStation gegen PC, nicht um Wunsch oder inszeniertes Lagerdenken. Dieses Thema betrifft die Flight Sim Community im Ganzen. Es geht darum, objektiv zu beleuchten, was technisch möglich ist, welche Signale es von Microsoft gibt, welche Hürden eine PlayStation-Portierung mit sich bringt und was das für die Entwicklung auf Xbox und PC bedeuten könnte. Wenn du also Lust hast auf einen nüchternen Blick auf das Thema, ohne Hype, ohne Abwertung, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Andi von Andiana TV. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Kommt der Microsoft Flight Simulator auf PlayStation? Starten wir mit der harten Realität. Auf PlayStation gibt es derzeit keinen vollwertigen Flugsimulator. Alle vorhandenen Titel sind entweder auf Kampfszenarien fokussiert oder im Arcade-Indie-Bereich angesiedelt. Für Sim-Enthusiasten bleibt nur der Griff zum PC oder zur Xbox mit dem Microsoft Flight Simulator aktuell alternativlos, zumindest auf Konsole. Eine zivile Flugsimulation auf PlayStation wäre also eine echte Marktlücke. Aktuell gibt es keine offizielle Ankündigung, dass der Microsoft Flight Simulator auf PlayStation kommt. Das hat vor allem einen Grund. Microsoft ist auch Konsolenhersteller. Die Xbox-Version des Microsoft Flight Simulator ist nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern auch ein echtes Exklusivstatement. Warum sollte man also dieses Prestigeprojekt freiwillig auf die Konkurrenzplattform bringen? Aber die Zeiten ändern sich. Microsoft hat zuletzt bewiesen, dass sie Spiele wie Sea of Thieves oder Grounded auch auf Sony-Systemen zulassen, wenn es der Reichweite dient und Umsätze generiert. Umgekehrt ebenso. Viele ehemalige PlayStation-Exklusivtitel sind mittlerweile auch auf anderen Plattformen unterwegs. Prominente Beispiele dafür sind The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Days Gone oder Death Stranding, um nur ein paar zu nennen. Es ist also nicht ausgeschlossen, aber es müsste ein strategischer Richtungswechsel stattfinden. Und vielleicht liegt da der Knackpunkt. Technische Herausforderungen bei einer Portierung. Nehmen wir an, Microsoft entscheidet sich. Ja, der Microsoft Flight Simulator soll auch auf PlayStation abheben. Was bedeutet das technisch? Eine Menge Arbeit, denn der Simulator ist tief in die Xbox- und Windows-Infrastruktur integriert. Die Grafik-Engine basiert auf DirectX 12, Netzwerkfunktionen und der Ingame-Marktplatz hängen am Xbox Live-Ökosystem. Updates, Content-Management und Marketplace-Integration sind auf Microsoft-Dienste ausgelegt. Eine Portierung müsste viele dieser Systeme neu aufsetzen, inklusive PlayStation Network-Integration, PlayStation-spezifische Optimierung für Ladezeiten und Speicherverwaltung, Anpassung der Steuerung für den DualSense-Controller. Das ist kein einfacher Port, sondern ein eigenständiges Projekt. Und das braucht Ressourcen und vor allem Priorität. Welche Hardware gäbe es aktuell für die Steuerung auf PlayStation? Ein entscheidender Punkt für eine PlayStation-Version wäre auch die Steuerung. Denn Hand aufs Herz, mit dem DualSense alleine wäre es zwar möglich zu fliegen, zusätzliche Peripherie wird aber früher oder später immer ein Thema, wie man auf Xbox sieht. Und da gibt es aktuell nicht viel. Maus und Tastatur werden bereits unterstützt. Beispielsweise gibt es den Thrustmaster T-Flight HOTAS 4, der ist kompatibel mit PS4 und PS5 samt T-Flight Rudder Pedals. Oder aber auch ein HOTAS-System von Hori gibt es bereits. Eine Grundausstattung wäre also da, zumindest für Casual-Flüge, aber der Anspruch der Sim-Community liegt höher, viel höher. Wenn es ernst werden soll, braucht es Unterstützung für Flightsticks und Yokes, weitere HOTAS-Systeme und Rudder-Pedals sowie zusätzliche Peripherie mit mehrfach belegbaren Tasten und Achsen. Auch der PlayStation VR-Gedanke muss hier klar verfolgt werden. Aktuell ist das Ökosystem auf PlayStation noch nicht auf Flugsimulation ausgelegt und maximal ausbaubar. Hier wären die Hardwarehersteller stark gefordert, zeitgleich mit einer Portierung entsprechende Peripherie zu veröffentlichen. Was müsste Microsoft Asobo konkret leisten? Damit der Microsoft Flight Simulator auf PlayStation fliegen kann, müssten Microsoft und Asobo mehrere Dinge leisten.
Erstens, Portierung der Engine, weg von der Xbox hin zur PlayStation Grafikarchitektur. Zweitens, Integration ins PlayStation Network für Multiplayer, Cloud Saves und Marketplace. Drittens, Performance-Optimierung. Die Xbox Series X und S hat Mühe, auf PlayStation müsste es mindestens gleich gut laufen. Viertens, Unterstützung externer Hardware, Joysticks, Throttles, Panels und das idealerweise per Plug-and-Play. Fünftens, Add-on-Kompatibilität. Die riesige Third-Party-Welt des Microsoft Flight Simulator darf nicht auf der Strecke bleiben. Sechstens, Crossplay. Alle Pilotinnen und Piloten fliegen zusammen, PC, Xbox und PlayStation. Hierzu muss die Serverlandschaft entsprechend auf- und ausgebaut werden. Und enorm wichtig, es braucht ein dediziertes Entwicklerteam, das sich nur um die PlayStation-Version kümmert. Alles andere würde entweder die PC-Version ausbremsen oder zu halbfertiger Software auf der Sony-Konsole führen. Und davon haben wir in der Sim-Welt aktuell mehr als genug. Was würde eine PlayStation-Version für PC und Xbox bedeuten? Jetzt wird's spannend, denn bevor man weiterdenkt, müssen wir uns fragen, was würde eine Portierung auf PlayStation mit der Entwicklung auf Xbox und PC machen? Die ehrliche Antwort? Sie würde massive Folgen haben, nicht nur positive. Erstens, Ressourcenverschiebung. Asobo hat keinen unendlichen Personalpool. Wenn ein ganzes Team an einer PlayStation-Version arbeitet, fehlt dieses Team an anderer Stelle. Die Folge? Längere Update-Zyklen, weniger Bugfixes auf Xbox und bei der PC-Version ein Gefühl, dass der Fortschritt ausgebremst wird. Xbox-User kämpfen heute schon mit Speicherproblemen, stotternder Performance und langen Ladezeiten. Wenn dann noch eine Plattform dazukommt? Zweitens, technische Kompromisse. Wenn Features oder Optimierungen für PC geplant sind, muss man sie nun nicht nur für Xbox, sondern auch für PlayStation mitdenken. Und was passiert dann? Richtig, es wird Entwickler geben, die komplexe Systeme nicht umsetzen, weil der Aufwand zu groß ist. Das User Interface wird verallgemeinert, der kleinste gemeinsame Nenner diktiert und das war nie die Stärke vom Microsoft Flight Simulator. PC-Spieler wollen Tiefe, keine Menüstruktur, die auf Controller-User zugeschnitten ist. Drittens, strategische Verwässerung. Damit der Microsoft Flight Simulator auf PlayStation wirtschaftlich funktioniert, müsste er massentauglich werden. Bedeutet, mehr Fokus auf schnelle Missionen, weniger Komplexität in Flugzeugen, weniger Platz für umfangreiche Add-ons. Und das würde aus dem Simulator langsam weiter, und da setze ich weiter ganz bewusst in Klammern, ein Spiel machen. Für viele in der Community wäre das nicht mehr das, was den Microsoft Flight Simulator eigentlich ausmacht. Aber es gibt auch positive Nebeneffekte. Mehr Plattformen bedeuten mehr Reichweite. PlayStation hat weltweit eine gigantische Userbase. Viele Sim-Interessierte haben keinen High-End-PC oder eine Xbox, aber eine PlayStation steht im Wohnzimmer. Ein gut umgesetzter Microsoft Flight Simulator auf PlayStation würde neue Zielgruppen erschließen, die Sim-Community erweitern, Add-on-Verkäufe ankurbeln, das Microsoft Flight Sim-Universum als die Referenz weltweit zementieren und potenziell für mehr Einnahmen sorgen. Wenn Microsoft das Geld aus einer PlayStation-Version intelligent reinvestiert, könnte man in der Folge wiederum mehr Entwickler einstellen, Q&A und das Testing allgemein verbessern und die gesamte Plattform langfristig stabilisieren. Nur, diese Rechnung geht nur dann auf, wenn niemand vernachlässigt wird. Eine PlayStation-Portierung ist keine rein technische Situation. Sie ist ein Balanceakt zwischen Expansion und Verantwortung. Wer den Simulator breiter aufstellt, darf ihn nicht gleichzeitig oberflächlicher machen, denn sonst hebt er zwar vielleicht ab, aber er verliert den Kurs. Unterm Strich bleibt: Die Idee, den Microsoft Flight Simulator auf PlayStation zu bringen, ist technisch machbar und strategisch verlockend. Doch gerade weil der Simulator so komplex ist, stellt sich die Frage, ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt? Die aktuellen Konsolen Xbox Series X und S sowie PlayStation 5 stoßen technisch gesehen bereits an ihre Grenzen. Auf Xbox häufen sich im Microsoft Flight Simulator seit Monaten Performance-Probleme, Speicherfehler und Einschränkungen beim Handling großer Add-ons. Eine PS5-Portierung würde genau in diese Architektur hineinentwickelt, mit all den gleichen Kompromissen, die Xbox-Nutzer schon kennen.
Wäre es daher nicht sinnvoller, diesen Schritt erst mit der nächsten Konsolengeneration zu gehen? Mit der PlayStation 6 und dem Xbox-Nachfolger stehen leistungsfähigere Systeme in Aussicht. Systeme, die mehr Headroom für komplexe Simulationen bieten, flexiblere Speicherarchitekturen und modernere Entwicklungsumgebungen. Eine echte Next-Gen-Version des Microsoft Flight Simulator, von Grund auf für neue Hardware gedacht, hätte deutlich bessere Startbedingungen. Bis dahin sollte der Fokus klar auf dem liegen, was bereits da ist. Die Xbox-Version braucht dringend mehr Stabilität, die PC-Version muss weiter optimiert und gepflegt werden. Und die Entwickler brauchen Zeit, das Fundament zu festigen, bevor sie neue Plattformen aufbauen. Wer in alle Richtungen gleichzeitig will, kommt am Ende nirgendwo richtig an. Eine Portierung auf PlayStation 5 kann gelingen, aber sie darf nicht auf Kosten der bestehenden Community passieren. Und vielleicht ist Geduld in diesem Fall der klügere Kurs, abwarten, wo die Reise der Hardware hingeht und dann zum richtigen Zeitpunkt mit voller Power durchstarten. Echte Fortschritte entstehen nicht durch neue Plattformen, sondern durch klare Prioritäten und nachhaltige Entscheidungen. Ich bleibe kritisch, aber offen und bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sobald es konkrete Informationen zum Microsoft Flight Simulator auf PlayStation geben sollte, erfährst du es selbstverständlich hier auf meinem Kanal. Und jetzt bist du dran. Wie stehst du zu einer möglichen PlayStation-Version des Microsoft Flight Simulator? Wäre das für dich der nächste logische Schritt oder sollte Microsoft erstmal die aktuellen Plattformen in den Griff bekommen? Schreib's mir in die Kommentare, ich lese mit, diskutiere gern mit euch und bringe eure Meinung in zukünftige Videos mit ein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütze diesen Kanal mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch in Zukunft keine Inhalte zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Flug. Ich bin raus.